Ziemlich interessant, so eine Haarschere. Ist ja schon anders als so eine Bastelschere, die ja, tut nicht weh, aber man sollte aber mit Scheren sowieso nicht spielen. Wir haben schon gerade angefangen. So. So, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mal wieder hier zurückschaltet. Für die, die mich noch gar nicht kennen, mein Name ist Alejandro. Herzlich willkommen zu meinem Channel Curled Andro, wo es immer schön um die Lockenpflege geht. Ich habe heute ein weiteres Tutorial mit euch vor, denn ich werde euch zeigen, wie ihr euch die Spitzen schneiden könnt. Ich habe bereits schon vor einiger Zeit schon mal ein Tutorial gepostet, wo ich euch gezeigt habe, wie ich mir die Spitzen schneide. Da habe ich das mit dem Rasierer gemacht, also mit dem Trockenrasierer. Jetzt, wo die Haare auch schon um einiges gewachsen sind, die waren damals, glaube ich, so kurz, jetzt haben sie schon auch ein bisschen mehr an Länge gewonnen, habe ich meine Haarschneidemethode ein bisschen überarbeitet und greife jetzt wieder zur Schere zurück und werde euch so zeigen, wie ich mir die Haare schneide. Übrigens, ich bin kein professioneller Hairstylist. Ich schneide mir die Haare so, wie ich das für richtig halte, wie es mir gefällt, wie ich halt eben gut zurechtkomme. Wenn ihr eure eigenen Methoden habt, lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und dann würde ich sagen, ja, soll ich jetzt nicht länger um den heißen Brei reden? Ich würde sagen, legen wir gleich los! Als allererstes wasche ich die Haare und sorge dafür, dass sie auch schön nass bleiben. Und dann braucht ihr einiges an Sachen. Als allererstes die Haarschere, das wichtigste Tool. Und dann einen Nadelstielkamm, deswegen, weil man auch einen Scheitel machen muss. Und einen Leave-In Conditioner. Ich verwende von Shea Moisture Red Palm Oil and Cocoa Butter den Leave-In or Rinse Out Conditioner. Und eine Sprühflasche mit reichlich Wasser, damit die Haare auch schön nass bleiben. Und dann braucht ihr noch ein Handtuch. Also könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ich lege ihn mir auf den Schoß, damit am Ende meine Oberschenkel nicht voll mit den Spitzen sind. Als nächstes ziehe ich einen Scheitel durch die Mitte, sodass ich am Ende zwei Hälften habe, die ich dann so hochstecke. Denn zuerst wird die eine Hälfte geschnitten und dann die andere Hälfte. Den Scheitel müsst ihr auf jeden Fall komplett nach hinten ziehen, so wie ich das hier zeige. Ich mache eine Hälfte der Haare auf, da ich diese sofort schneiden möchte. Hierfür verwende ich auch mal reichlich Wasser, denn es ist auch ganz wichtig, dass die Haare wirklich schön nass bleiben und damit sie dann auch gut zu kämmen sind. Und als nächstes kommt mein Leave-In Conditioner, den ich dann schön über die Haare verteile. Und dann im nächsten Schritt werden die Haare schön und gut durchgekämmt, sodass auch alle Knoten weg sind. Nun können wir anfangen zu schneiden. Also ich verwende hier, ich nenne das mal die Strähnenmethode. Das heißt, ich nehme immer eine Strähne, kämme sie gut durch und so wie ich das hier in der Kamera zeige, ist das circa eine Fingerbreite, die ich abschneiden möchte. Und schon kann es losgehen. Ich versuche, so gut es geht, einen geraden Schnitt hineinzumachen. Sobald die erste Strähne geschnitten wurde, nehme ich dann auch noch so einen Haarclip und mache damit die Haare zur Seite, sodass ich dann dieselben Strähnen nicht noch einmal schneide. Und so verfahre ich dann im nächsten Schritt weiter. Das heißt, ich nehme wieder eine Strähne, kämme sie schön durch und mache wie immer die Spitzen dann mit einem geraden Schnitt dann weg. Und dann, wenn die Strähne geschnitten ist, dann packe ich sie wieder zu den restlichen geschnittenen Haaren. Es gibt viele verschiedene Methoden, um sich die Haare zu schneiden, wie zum Beispiel die Einhorn-Methode, aber die möchte ich nicht anwenden, weil die scheint mir nicht sicher genug.
Wenn ihr feststellt, dass die Strähne irgendwann zu dick ist, um zu kämmen, dann macht es so, wie ich das hier gerade zeige. Und zwar, dass ich die Haare dann nicht mehr nach unten kämme, wie ich das ganz am Anfang gemacht habe, sondern dass ich sie seitlich wegkämme. Denn so ist die Strähne dann gleichmäßig verteilt und dann lässt sie sich auch einfacher schneiden. Nun bin ich schon bei der letzten Strähne auf der linken Kopfhälfte und hier könnt ihr sehen, dass die Haare so circa schon gleich lang geblieben sind. Also ich habe nicht wirklich an Länge verloren und sie sehen auch nicht extrem ungleichmäßig aus. Genau perfekt, wie ich es mir erwartet habe. Und dann drehe ich die Haare zusammen, klippe sie wieder hoch und dann kann ich auch schon mit der anderen Kopfhälfte weitermachen. Und mit der zweiten Kopfhälfte verfahrt ihr genauso wie auf der ersten Kopfhälfte. Die letzte Strähne wurde nun geschnitten, die Haare sind gleich lang geblieben und nun kann es zum Trocknen gehen. Und tada! So sehen sie im trockenen Zustand aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, die Haare sind gleich lang geblieben, man sieht nicht, dass sie verschnitten sind, obwohl sie es möglicherweise sind. Aber das Gute ist bei Locken, man sieht es nicht. Und jetzt seid ihr dran. Würdet ihr euch selber die Haare schneiden oder nicht? Lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Genauso, wenn ihr auch schon selber damit Erfahrungen habt. Meine Lieben, das war's auch an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf den Klick auf Abonnieren bzw. Kommentare jeglicher Art unten. Freue ich mich auch sehr. Ansonsten folgt mir genau hier bei diesen sozialen Netzwerken. Da werdet ihr mich oft was posten sehen, besonders bei TikTok und bei Instagram. Und wir sehen uns einfach bald wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Tschüss! Tschüss! Und du, würdest du dir auch die Haare selber Oh! Alter, was war das? Alles gut. I'm just destroying everything, no worries while the camera is on. Oh, goddamn. Oh, you have nice outtakes now. I guess this will. Okay. Okay, my dear. Okay, it's really hard, but I have to finish this. Ich glaube, ich versuche später noch.